Grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen zur Weltpremiere unseres iSmooth hier am wunderschönen Wolfgangsee. Ihr seid jetzt praktisch live dabei und ich freue mich wie ein Pfitzerpfeil, dass ich euch das wunderschöne Auto jetzt vorstellen darf. Ich beginne mit dem Namen iSmooth. Ihr wisst ja noch, Smooth ist die Kurzform von Smart Moving und das I steht für integriert. Und ihr seht jetzt hier einen rein rassigen 3,5 Tonner, der tatsächlich auch den Namen verdient hat. Denn wir haben das wirklich geschafft, ein sehr leichtes Fahrzeug hinzukriegen und das aber ohne Kompromisse, ohne auf Niesmann und Bischof Qualität zu verzichten. Und ich will euch das jetzt an dem Auto rundherum auch mal zeigen. Die Wände sind wie beim Auto two-sided Aluminium und mit Styroformfüllung. Wir haben hier unten auch unsere gebürsteten Alu-Profile. Wir haben hier die große Klappe, wo ihr die großen Ablaufhähne seht, so wie ihr das in einem Liner gewohnt seid, in einem Flair oder Arto. Und was Cooles haben wir hier eingebaut, das gibt es in der Kompaktklasse eigentlich nicht. Wir haben hier, wenn ihr wollt, könnt ihr hier einen Gastank wählen. Wenn wir weitergehen bei dem Auto, hier haben wir eine kleine Außendusche, hier schöne Heckklappe. Die Heckgarage ist groß genug, hier passt wirklich fast alles rein. Wir haben hier schon 2 Räder drin gehabt, 2 Erwachsenenräder, 2 Kinderräder. Wir haben die Stühle mit drin, alles gepackt. Und hier hinten drin seht ihr auch sehr schön geordnet, die komplette Technikzentrale mit einem guten Zugang, da kann man alles bedienen. Wir haben hier noch, könnt ihr noch schöne Ladesysteme reinmachen. Also wirklich eine sehr, sehr schöne große Garage. Müsst ihr auf nichts verzichten. Das Heck, natürlich aus GFK bei uns, ist einfach das hochwertigste Material, das man hier wählen kann. Und hier haben wir wie bei unseren Fahrzeugen natürlich wieder unsere Heckkamera versteckt. Und wenn wir hier wieder reinschauen, haben wir einen Durchblick. Hier sind die Gasflaschen, 2x11 Kilo drin. Und ihr könnt links und rechts noch Zusatzfächer wählen. Hier zum Beispiel, wir fahren das aus, da kann man schöne Kabel reinmachen. Alles wunderbar. Das ist vielleicht auch so eine Besonderheit. Ihr werdet hier in der Klasse keine 18 Zoll Felgen finden. Wir haben das geschafft und es sieht einfach nur besser aus. Das Fahrzeug ist so kompakt, das ist irgendwie so sexy. Ich finde, da braucht er einfach auch 18 Zoll Felgen. Und da kommen wir vorne hin und auch hier, das ist ganz einfach unser Niesmann und Bischof Face und wir haben es jetzt einfach noch mal ein bisschen, ja, ich muss noch mal sagen, sexier gemacht. Wir haben hier noch mehr Muskeln angebracht in dem Fahrzeug. Er ist natürlich ein bisschen aggressiver geworden und wir haben hier wunderschöne Lampen entwickeln lassen. Und so finde ich ganz einfach, dass das, ja, ich muss einfach sagen, ich finde das Fahrzeug so cool. Aber ja klar, wenn es ihr nicht cool finden wäre, wäre es natürlich blöd. Aber würde mich natürlich auch total freuen, wenn ihr das genauso cool findet. Aber es ist doch ein cooles Auto, oder? So, und jetzt habe ich euch außen erzählt und innen drin geht die Reise weiter und da habe ich noch viele Überraschungen von euch. Ihr werdet Augen machen. Also kommt mit. So, und jetzt sind wir hier drin in unserem iSmooth. Einfach ein wunderschönes Auto. Das Wichtigste von diesem Fahrzeug war für uns, einfach in einem kompakten Fahrzeug ein großes Raumgefühl zu schaffen. Ja? Also dass man sich in einem 7 Meter Fahrzeug fühlt, als ob man in einem 9 Meter Liner ist. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Was wir auch geschafft haben, alle Funktionalitäten unterzubringen. Wenn man hier mal so sieht, unser Cockpit, das ist nicht nur ein Cockpit, wir haben hier iPad-Ladestationen, die man unter der Fahrt bedienen kann. Wir haben da einige Tricks angewendet und die werde ich euch im Ganzen jetzt dann alle einmal zeigen. Und fällt euch was auf? Nein, es fällt euch nicht auf. Wir haben hier ein Hubbett. Normal ragt es immer total rein. Wir haben das verschwinden lassen, haben uns schützen lassen. Ziemlich coole Idee. Hier vorne seht ihr viel Raum. Ihr seht hier Wandleuchten, die wunderschöne indirekte Beleuchtungen machen. Und es ist uns gelungen, dass wir einen 32 Zoll Fernseher unterbringen. Das ist auch nicht immer üblich. Hier könnt ihr eine schöne Soundbox von Sonos wählen und das in Verbindung zu unseren Akustikwänden. Das sind richtige Akustikwände aus gepresstem Filz. Ja, hier habt ihr eine Soundqualität, die einfach richtig, richtig gut ist. So, und jetzt zeige ich euch ein paar Tricks, wie wir das geschafft haben, dass dieses Fahrzeug so wirklich so groß wird. Beginnen will ich hier. Normalerweise sind hier in den Fahrzeugen immer so L-Sitzgruppen aufgebaut und die ragen natürlich weit in den Raum rein. Wir haben hier einen kleinen Trick angewendet. Ihr könnt, wenn ihr jetzt losfahren wollt, das einfach ausschieben. Ihr macht hier die Kopfstützen rein. Hier den Tisch, den kann man einfach rüber machen.
und hier unten haben wir einen kleinen Hebel und dann dreht man die komplette Bank rüber und schon können hier 2 Leute sitzen und mitfahren. Und wenn man wieder irgendwo steht, dann macht man das einfach wieder weg und man hat, wie man bei uns sagt, eine Face-to-Face-Sitzgruppe und die macht den Raum einfach größer. Ja, Tisch einfach wieder hernehmen, den kann man natürlich auch noch größer machen, ausklappen, rüberfahren und schon haben wir das super hingekriegt. Hier, wisst ihr, normalerweise haben wir hier immer den Kühlschrank stehen. Und dieser Kühlschrank, der macht einfach den Platz zu. Und wir sind hergegangen und haben gesagt, ja, wir packen jetzt den Kühlschrank hier unten rein. Wir haben also hier einen schönen 138 Liter Kompressorkühlschrank extra für uns entwickeln lassen. Und da kriegt ihr wirklich alles unter. Habt so Gastrobehältersysteme, die könnt ihr sogar im Internet kaufen, weil das alles genormt ist und könnt euch den so einrichten, wie ihr wollt. Und der Klotz ist weg. Ja. Und trotz alledem, wenn ihr sagt, ja gut, aber dann kann ich ja mein Schlafzimmer nicht abgrenzen und so weiter, doch, könnt ihr schon, weil wir hier dieses Regal hier ganz einfach nach oben fahren lassen können. Es fährt also nach oben, ihr könnt hier noch Sachen mit unterbringen und ihr werdet jetzt gleich sehen, da kommt dann natürlich auch ein Mehrfachnutzen raus, weil wir in dem kleinen Fahrzeug jetzt gleich einmal eine riesengroße Küche sehen werden. Ganz einfach, wir können hier die Tür zumachen, ihr seht, abgetrennt, wie gesagt, der fährt auch ganz nach oben, also jetzt nicht stören lassen. So, und dann gehen wir einfach her, wir fahren das Teil hier rüber und dann nehmen wir das Schneidebrett und fahren das hier aus, legen das hier rein. Ja, und voilà, wir haben eine L-Küche, wirkliche L-Küche in dem kleinen Auto. Also ich finde immer wieder faszinierend. Ganz eine tolle Idee. Natürlich, das Teil haben wir uns schützen lassen, die Küchenideen haben wir uns schützen lassen. Ja, einfach schön. Wo haben wir noch ein paar Tricks untergebracht? Ja, hier natürlich, man muss erst wieder mal zumachen. Jetzt hauen wir irgendwo an. Ja, hier in unserem Duschraum. Also wir haben hier eine schöne Toilette und ihr kennt den Trick aus dem Flair Family Projekt. Das ist genau die Dusche, die wir jetzt hier umgesetzt haben. Hier ist ein normalen Raum. Du kannst hier sogar die Dusche hernehmen und auch mal den Kopf waschen. Und dann ganz einfach, man bedient hier so ein kleines Teil. Ich schiebe die Dusche hier rüber, kann die hier wieder verriegeln. Und dann habe ich eine riesen Dusche, ja, in dem kleinen Auto. Wir müssen immer wieder sehen, wir sind in einem 7-Meter Auto, haben hier eine super große Dusche. Wir haben es wieder geschafft, das ist natürlich auch unsere Qualität, dass hier kein Radkasten hier drin ist. Und wir sind sogar hergegangen und haben das noch versenkt, damit man ebenerdig hier reingehen kann. Ja, keine Stolperfallen, schöne Höhe, ja, einfach super durchdacht. Hier hinten im Bettbereich, ich fahre das wieder mal runter. Ja, dann haben wir wieder unser schönes Raumgefühl bekommen. Dann gehen wir hier mal her. Hier, das linke Bett ist 2,7 Meter lang, 2,7 Meter in einem 7 Meter Auto. Ja. Und das rechte ist 1,98 Meter lang. Und ihr seht jetzt, hier sind die Deckenschränke, aber hier hinten stören sie ja nicht, hier hinten schlaft man. Ja. Und jetzt will ich euch noch ein bisschen was auch zum Design erklären. Ja. Das Wichtigste war für uns, oder wir wollten einfach mal das Wohnmobil wieder mal ein bisschen neu erfinden. Ja. Und da war für uns, wir haben gesagt, wir wollen so puristisch wie möglich, aber auch so gemütlich wie möglich. Und so haben wir, und das wird euch hier in dem Fahrzeug auffallen, einfach auf, ja, ich nenne das jetzt einmal Schnickschnack verzichtet. Ihr seht hier keine Chromteile, kein Blinkblang, ja, wo man immer versucht, die Fahrzeuge hochwertig zu machen. Ja, wir haben hier ganz einfache Klappen, aber wir haben hier Echtholz. Sehr, sehr schönes, hochwertiges Echtholz. Und wir haben hier eine neue Beleuchtung. Ihr kennt das in den Wohnmobilen. Normalerweise habt ihr hier so Baldachine, die so runterleuchten. Das machen das Fahrzeug wieder schwer, die haben wir weggelassen. Und wir haben hier so Spots integriert. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich weiß es nicht, wir haben hier keine weiße Decke. Normalerweise haben wir immer weiße Decken. Wir haben ja bewusst eine dunklere Decke gewählt, weil dadurch können wir diese Schränke besser leuchten lassen. Ja, die kommen viel besser raus aus dem Ganzen. Und ja, ihr seht das jetzt nicht so, aber wenn das dunkel ist und das Fahrzeug ist beleuchtet, die schönen indirekten Beleuchtungen und die tollen Materialien, die sind ja alle, ne? Hier haben wir schönes Filz, wir haben Echtholz, hier vorne haben wir einen schönen Stein. Also wir arbeiten mit sehr, sehr hochwertigen Materialien und die werden dann wunderbar beleuchtet. Ihr wollt aus dem Fahrzeug nicht mehr rausgehen. Also das ist einfach
Ihr müsst euch dieses Auto anschauen, das ist einfach cool. Und ihr könnt jetzt noch so viel mehr erzählen, aber ja, kommt zu unseren Händlern, ihr werdet das Fahrzeug, das wird Ende September schon beim Handel draußen stehen. Die Internetseiten sind freigeschaltet, wir haben ganz tolle Animationen, ihr könnt das Fahrzeug kennenlernen. Und ja, in dem Sinn will ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Und mich seht ihr dann wieder, ja, schätze mal so im Oktober, da haben wir dann Ferien. Und da mache ich dann mit der besten aller Frauen und mit meinen 3 wunderbaren Rabaukenkindern, ihr kennt die ja schon, Urlaub in diesem iSmooth. Und dann werden wir mal auf Herz und Nieren testen, ob das Fahrzeug tatsächlich unser Family aushält. Weil wenn das unser Family aushält, dann hält es alle aus. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Servus, pfiat euch.